Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wollen wir uns nochmal angucken, diese neuen Änderungen von dem letzten Patch, was den Knight betrifft. Und zwar war ja die eine Änderung, Swordcross cannot be consumed by Knights using one-handed weapons anymore. Und mir hat jetzt jemand erklärt oder beziehungsweise gezeigt, wie genau das funktioniert hat. Und ich dachte mir, ist vielleicht ganz interessant, weil das Video ja für ein kleines bisschen Verwirrung gesorgt hat, wobei man sagen muss, es wurde instant in den Kommentaren berichtigt und ich habe einen Kommentar ja auch angeheftet. Aber nur um das nochmal zu zeigen, weil ich finde da die Patch-Notes, was das angeht, schon ein bisschen schade, weil sie klatschen uns ja einfach 50 Zeilen Text hin und ich meine, nicht jeder kennt jeden Bug. Das heißt, dass es da zu Verwirrungen und zu Unklarheiten kommt, ist eigentlich vorprogrammiert. Gut, ich meine, bei solchen kosmetischen Sachen jetzt natürlich eher weniger. Aber sobald irgendwas Gameplay-Technisches kommt, was halt jetzt nicht so alltäglich ist, was nicht jeder automatisch wissen kann, ist es immer ein bisschen schwierig. Und man könnte alles auflösen oder man könnte alles besser erklären, wenn sie noch einfach noch einen Satz hinzufügen würden. Und hier würde der Satz fehlen: Swordcross cannot be consumed by Knights using one-handed weapons anymore. Was ja grundsätzlich sowieso nicht geht, deswegen ist das von vornherein schon irgendwie verwirrend. Und was sie quasi gefixt haben oder was vorher anders war, ist, dass wenn ein Two-Hand-Knight Swordcross auf ein Monster macht, wird Swordcross nicht instant konsumiert, sondern Swordcross ist wie bei HC kurz bis zum nächsten Hit quasi auf dem Monster drauf. Und in dieser kurzen Spanne konnte ein One-Hand-Knight das Swordcross von einem Two-Hand-Knight klauen. Und das ist das, was hier gefixt wurde. Steht hier halt nicht wirklich so da, es steht quasi nur die eine Hälfte sozusagen da. Und um das kurz zu demonstrieren, also ich kann es leider nicht demonstrieren, weil meine beiden Knights sind leider auf dem gleichen Account, aber darum geht es auch gar nicht. Und zwar wollte ich euch nur kurz zeigen, wie das dann aussieht. Oh Gott, ich hätte mich vielleicht vorher buffen sollen. Was zum Teufel? Leute, ich kann halt literally den Dummy nicht hitten. Alles klar. Aber jetzt. Und zwar folgendermaßen. So sieht das Ganze aus, wenn Swordcross prockt. Also genau wie bei HC. Es bleibt kurz auf dem Monster. Und wenn ich durchgehend zuschlage, wird es dann direkt konsumiert. Also es ist wirklich immer nur, also wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit durchgehend kämpft, auch mit 100% Attack Speed, hat er jetzt überhaupt 100% Attack Speed? Kann es ja sein, dass es nicht mehr hat. Hat er auch nicht. Sieht auch nicht so aus. Aber egal. Jedenfalls wird es ja eigentlich instant konsumiert. Das heißt, dieser Fall tritt eher selten auf. Und vor allem kann er nur dann auftreten, oder konnte er nur dann auftreten, der wurde ja jetzt behoben. Aber konnte er nur dann auftreten, wenn man quasi einen Two-Hand-Knight und mindestens einen One-Hand-Knight in der gleichen Gruppe hatte, die auf das gleiche Ziel geschlagen haben. Und das ist schon sehr spezifisch. Und genau bei solchen Sachen würde ich persönlich mir schon wünschen, dass die Patchnotes etwas genauer sind, weil das halt einfach nicht ersichtlich ist. Und es dann halt, wie gesagt, auch zu Missinterpretationen und Verwirrungen kommen kann. Und das andere war ja quasi Fixed an Issue, where the Holy Cross debuff was ignored while Swordcross was active on the same target. Auch hier, gut, in dem Fall war es nicht ganz so verwirrend wie das andere, muss man zugeben. Aber auch hier war es nicht ganz eindeutig. Also ich würde persönlich sagen, könnte man immer noch missinterpretieren, so wie ich es missinterpretiert habe im ersten Moment. Und was hier aber, wie gesagt, gemeint war, was auch in den Kommentaren schon berichtigt wurde, aber ich wollte es hier auch nochmal auf jeden Fall erwähnen, ist quasi Holy Cross, ist ja genauso wie Swordcross, wie ich es gerade schon gesagt habe, auf dem Ziel aktiv. Und Swordcross aber auch. Und das heißt, wenn Swordcross und Holy Cross zeitgleich auf dem Ziel sind, oder so war es, wie gesagt, das wurde auch gefixt, dann wurde quasi Holy Cross nicht konsumiert, erst wenn Swordcross wieder verschwunden ist. Und das hat quasi den gesamten Schaden der Gruppe mehr oder weniger verschlechtert, weil es ja quasi bedeutet hat, wenn ein Two-Hand-Knight mit dem Team ist und immer dann, wenn sein Swordcross triggert, auch wenn es nur für 0,5 Sekunden ist oder so, oder für wie viel auch immer, genau dann können die anderen ihr HC nicht auslösen. Der Knight kann es sowieso nicht auslösen, weil Swordcross und HC funktioniert ja nicht, aber die anderen können es auch nicht auslösen. Also ziemlich bescheuerte Situation, eigentlich geistesgestört, dass so ein Bug nach 2,5 Jahren noch im Game ist, weil es bedeutet quasi die ganze Zeit, wenn man mit Two-Hand-Knights zusammen Dungeons gefarmt hat, hat man minimal Damage verloren, was schon auch echt crazy ist, dass sowas erst nach so langer Zeit gefixt wird. Müsste man eigentlich meinen, dass sowas überhaupt gar nicht möglich ist, dass solche Game-Breaking ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ein heftiger Bug eigentlich. Und dass der jetzt erst gefixt wurde, ist auch wirklich insane. Und ja, wie gesagt, also das ist quasi diese Zeile hier. Und ja,
Ist aber halt, wie gesagt, etwas schlecht auch einfach formuliert. Also ich will nicht die Schuld von mir weisen, ich will nur lediglich hierauf hinweisen. Das habe ich auch schon immer gesagt, dass ich mir sowas wünschen würde, wie ich weiß nicht, ob ihr das bei League of Legends kennt, aber wenn die da irgendwas ändern, dann siehst du immer genau die Werte, die geändert wurden. So Attack Speed von 1,5 auf 2,5 und Grundschaden von 70 auf 80 und dann immer auch direkt mit der Erklärung dazu, warum sie das machen und so. Und sowas fehlt hier komplett. Sie klatschen uns hier einfach nur rein, was sie gemacht haben. Und ob du es verstehst, ob du das kennst, ob du es nachvollziehen kannst, wieso sie das gemacht haben. Gut, ich meine, in dem Fall ist klar, warum sie es gemacht haben, weil es einfach Trash ist oder Trash war. Aber das fehlt hier halt einfach komplett. Und ich finde halt so selten wie Flive Universe Balancing oder solche Gameplay-relevanten Änderungen vornimmt, könnte man es schon erwarten, dass sie einen weiteren Satz hinzufügen, der das Ganze noch ein bisschen definiert. Und was uns jetzt dann auch aufgefallen ist, als wir das getestet haben, also als mir das gezeigt wurde hier von Nightwolf, ist... Wieso trifft denn der jetzt schon wieder nicht? Der ist doch noch gebufft, oder? Was zum Teufel? Ist theoretisch, bedeutet das ja auch generell, dass Swordcross nicht mehr von anderen Knights konsumiert werden kann. Also gut, es ging natürlich um One-Hand-Knights, aber bedeutet ja theoretisch auch, wenn Swordcross, also wenn zwei Two-Hand-Knights zusammen in einer Gruppe sind, bedeutet das ja eigentlich, Swordcross kann ja nicht zweimal zeitgleich existieren. Also wir haben es ein bisschen probiert, es hat nicht funktioniert. Wir haben nie gesehen, dass Swordcross zweimal existiert. Ist halt die Frage, also es kann auch nicht von einem Two-Hand-Knight konsumiert werden quasi. Also wenn ein Knight Swordcross prockt, kann niemand anders dieses Swordcross jetzt klauen, dank der neuen Änderungen. Und das bedeutet aber wiederum auch, dass wenn zwei Two-Hand-Knights oder sogar 6 Two-Hand-Knights zusammen in einer Gruppe sind, dass sie sich im Endeffekt gegenseitig ein bisschen, wie sagt man, verschlechtern, weil es kann nicht 6-mal zeitgleich Swordcross triggern. Es kann aber sein, dass es theoretisch getriggert hätte, es geht halt aber nicht. Und das bedeutet, also das war aber schon vorher theoretisch natürlich so, dass es nicht so klug ist, mit zu vielen Two-Hand-Knights in einer Gruppe zu sein. Also erstens nicht, weil HC ja mit Two-Hand-Knight nicht funktioniert. Also jetzt funktioniert es zwar mit anderen Chars, aber Two-Hand-Knight selber kannst du nicht triggern. Also wenn nur Two-Hand-Knights in einer Gruppe wären, wäre es tatsächlich extrem schlecht, weil dann wäre HC nutzlos vom Ringmaster. Aber auch so ist es dumm, selbst mit 2 oder 3 Knights, weil sie nicht zeitgleich ihr Swordcross triggern können und damit auch Damage flöten geht. Also eigentlich will man nur einen Two-Hand-Knight in der Gruppe haben. Vorher auch, wegen dem Bug, oder vorher wolltest du eigentlich überhaupt keinen haben, wegen dem Bug. Und selbst jetzt, wo der Bug gefixt wurde, willst du eigentlich immer noch maximal einen haben, damit sie sich gegenseitig nicht ihr Swordcross blockieren sozusagen. Und das hat uns dann zu der, und das sage ich schon seit Monaten, schon seit Ewigkeiten, zu der Schlussfolgerung geführt, dass sie Swordcross einfach entfernen sollten. Das ist meine persönliche Meinung. Und das, was Swordcross an Damage liefert, einfach dem Knight grundlegend zuschreiben. Also wenn du Swordcross entfernst, also mal angenommen, Beispiel, wir haben einen 160er Knight, der macht 600.000 DPS oder 500.000 DPS mit Swordcross. Ja, dann entfernst du Swordcross, dann sinkt der Damage wahrscheinlich auf, keine Ahnung, 400.000, 375.000, was weiß ich. Ja, und da musst du halt seine grundlegenden Werte einfach so anpassen, dass er wieder bei 500.000 landet. Nur halt, dass Swordcross nicht mehr existiert und dann hilft es ihm noch weiter, weil die Damage-Vergleiche oder diese Damage-Zahlen, also diese 500.000 sind ja in der Regel ohne HC aus den Damage-Rankings und das würde ja wiederum bedeuten, dass HC ihn wiederum deutlich stärker machen würde als mit Swordcross, weil Swordcross und HC ja nicht funktioniert. Also es wäre einfach besser und wie man jetzt gesehen hat, gab es ja 2 grundlegende Bugs. Einmal das mit den One-Hand-Knights oder mit den anderen Knights, die der Swordcross klauen konnten. Und dann noch, dass das HC und Swordcross zeitgleich nicht funktioniert haben, beziehungsweise Swordcross HC blockiert hat. Und ich meine, das sind einfach so grundlegende Fehler, die durch einen Skill, der komplett unnötigerweise in diesem Spiel ist, ausgelöst werden. Also warum ist Swordcross im Game? Fragt man sich da. Oder frag ich mich da. Sorgt für lauter Probleme. Ist nirgendwo beschrieben, by the way. Wenn du jetzt einen Knight neu anfängst, du fängst jetzt neu an, Flive zu spielen. Wo steht Swordcross? Das steht hier nirgendwo. Nirgendwo ist ersichtlich, was Swordcross ist, was das bedeutet, wie das funktioniert, was sind die Prozente. Das steht nicht mal irgendwo. Der Skill existiert eigentlich gar nicht. Er ist halt einfach da. Also irgendwann wird jedem auffallen, der einen Two-Hand-Knight spielt, oh, Moment mal, ich mache plötzlich einfach doppelten Schaden. Ja, aber wo steht das? Du kannst das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist so weird einfach. Es ist so ein Relikt aus der Vergangenheit.
das wie gesagt nur für Probleme sorgt, nur für Verwirrung sorgt und einfach unnötig ist. Einfach entfernen, grundlegende Night Damage erhöhen, Swordcross entfernen, so wie es hätte man noch Swordcross, plus man fixt das Problem mit dem Swordcross und HC funktionieren nicht zeitgleich und boom, alle Probleme gelöst. Und ganz ehrlich, wer trauert dem hinterher? Ja, dann gibt es halt keinen Swordcross mehr, dann können sie ja stattdessen einen Skill einführen, der Swordcross heißt und irgendwie, keine Ahnung, oder sie fügen einen Self-Buff, sowas wie Berserk ein und das heißt dann Swordcross und ersetzt quasi das Swordcross, was passiv ist. Also, wie man es auch dreht und wendet, Swordcross sorgt nur für Probleme, absolutes Problemkind, super nervig. Und jetzt wurden 2 grundlegende Fehler behoben. Wahrscheinlich gibt es jetzt keinen Fehler mehr, abgesehen von dem halt, dass Swordcross nicht von mehreren Knights zeitgleich getriggert werden kann. Aber ja, keine Ahnung. Ich sage auf jeden Fall, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Sorry für die Verwirrung, die ich gestiftet habe, aber hat uns nochmal grundlegend auf das Thema hingewiesen. Swordcross und die damit einhergehenden Probleme, Bugs und so weiter. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Und ja, ciao, ciao.